Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe über unsere Pläne für das Wochenende nachgedacht. Möchtest du darüber sprechen? Ja, ich würde gerne über unsere Pläne reden. Was hast du im Sinn? Ich habe gedacht, wir könnten ins Kino gehen oder eine Live-Theateraufführung besuchen. Was bevorzugst du? Das ist eine gute Frage. Ich mag sowohl Filme als auch Live-Theater, aber ich habe unterschiedliche Vorstellungen dazu. Wirklich? Ich war schon lange nicht mehr in einer Live-Theateraufführung. Ich gehe normalerweise ins Kino. Kannst du mir mehr über Live-Theater erzählen? Natürlich. Live-Theater ist, wenn Schauspieler ein Stück vor einem Publikum aufführen. Die Vorstellung wird nicht aufgezeichnet. Sie findet in Echtzeit statt. Ich mag die Energie von Live-Aufführungen. Das klingt interessant. Ich mag Filme, weil sie sehr visuell sind und oft mit Spezialeffekten arbeiten. Aber ich denke auch, dass Live-Theater einen besonderen Charme hat. Ja, Live-Theater ist anders. Die Schauspieler sind direkt auf der Bühne und du kannst ihre Emotionen hautnah erleben. Ich habe das Gefühl, dass die Energie des Publikums die Aufführung noch aufregender macht. Da stimme ich zu. Im Kino ist das Publikum ruhig und schaut auf den Bildschirm. Im Live-Theater kannst du die Reaktionen des Publikums hören. Und das macht das Erlebnis interaktiver. Genau. Im Live-Theater sprechen die Schauspieler manchmal sogar mit dem Publikum oder brechen die vierte Wand. Das macht die Vorstellung persönlicher. Das stimmt. Ich habe ein paar Musicals im Live-Theater gesehen und sie waren sehr unterhaltsam. Das Singen und Tanzen war großartig. Musicals zählen zu meinen Lieblingsarten von Live-Theater. Die Musik, die Kostüme und das Live-Singen machen es sehr besonders. Es ist anders als ein Filmmusical, weil du die Aufführung live siehst. Ich finde auch die Idee spannend, ein Stück in einem kleinen Theater zu sehen. Der kleine Raum macht das Erlebnis intimer. Ja, kleine Theater sind großartig. Du fühlst dich den Schauspielern näher und die Aufführung wirkt echter. In einem großen Kino bist du weit vom Bildschirm entfernt, aber in einem kleinen Theater bist du direkt dabei. Also Ben, was magst du am meisten am Kino? Ich mag, dass Filme sehr unterhaltsam sind und oft eine gute Geschichte haben. Die Spezialeffekte und der Sound machen das Kinoerlebnis aufregend. Ich genieße auch die bequemen Sitze und die große Leinwand. Da stimme ich zu. Die große Leinwand und der klare Sound machen Filme sehr angenehm. Ich schaue auch gerne Actionfilme und Komödien. Sie sind lustig und entspannend. Ja, Actionfilme sind großartig für den Nervenkitzel. Komödien bringen mich zum Lachen und lassen mich gut fühlen. Manchmal bringe ich Popcorn und ein Getränk mit, was das Kinoerlebnis noch besser macht. Ich liebe auch Popcorn. Es ist ein Muss, wenn man ins Kino geht. Ich schaue auch gerne Animationsfilme. Sie sind bunt und kreativ. Animationsfilme sind wunderbar. Sie sind nicht nur für Kinder, auch Erwachsene können sie genießen. Die Geschichten sind oft sehr einfallsreich. Denkst du, dass Filme besser sind als Live-Theater? Ich denke, beide haben ihre eigenen Qualitäten. Filme sind ausgefeilter und nutzen Spezialeffekte, während Live-Theater echt und voller Energie ist. Es hängt davon ab, was du erleben möchtest.
Das ist ein guter Punkt. Manchmal möchte ich ein aufregendes visuelles Erlebnis und manchmal möchte ich die emotionale Wirkung einer Live-Aufführung. Ja, ich habe das Gefühl, dass Live-Theater emotionaler sein kann. Die Schauspieler zeigen echte Gefühle und du kannst ihre Ausdrücke klar sehen. In Filmen nehmen manchmal die Effekte die Emotionen weg. Da stimme ich zu. Live-Aufführungen können viele Emotionen gleichzeitig hervorrufen. Es ist, als wärst du Teil der Geschichte. Ich denke auch, dass das Erlebnis, Teil eines Live-Publikums zu sein, einzigartig ist. Du teilst den Moment mit anderen Menschen und das macht es besonders. Ich habe eine Frage, Ben. Gehst du lieber ins Kino oder schätzt du Live-Theater mehr? Ich gehe gerne zu beidem, aber ich denke, ich gehe öfter ins Kino. Es ist einfacher, einen Film zu finden, der in meinen Zeitplan passt. Allerdings genieße ich Live-Theater wirklich, wenn ich die Zeit habe. Das verstehe ich. Ich gehe normalerweise am Wochenende ins Kino, aber ich versuche ab und zu eine Live-Aufführung zu sehen. Beide sind auf unterschiedliche Weise spaßig. Ja, sie machen beide Spaß. Ich denke, es ist gut, sie zu mischen. Manchmal ist ein Film großartig zur Entspannung und manchmal ist eine Live-Aufführung aufregend und inspirierend. Ben, hast du einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingslive-Aufführung? Ich mag den Film Inception wirklich gerne. Er ist sehr kreativ und hat erstaunliche Spezialeffekte. Für Live-Theater liebe ich das Musical Les Miserables. Die Musik und die Geschichte sind sehr kraftvoll. Das sind großartige Entscheidungen. Ich liebe Actionfilme und mein Favorit ist The Avengers. Bei Live-Theater habe ich das Stück Romeo und Julia genossen. Die Romanze und das Drama waren sehr berührend. Beides ist ausgezeichnet. Ich finde, Actionfilme sind sehr aufregend und The Avengers hat viele großartige Szenen. Romeo und Julia ist ein Klassiker. Es berührt mich immer tief. Ja, klassische Geschichten haben einen besonderen Platz in unseren Herzen. Sie sind zeitlos und erinnern uns an starke Emotionen. Ich schaue auch gerne verschiedene Genres. Manchmal genieße ich eine romantische Komödie und manchmal einen Thriller. Das hält die Dinge interessant. Da stimme ich zu. Ich mische die Genres auch gerne. Ich schaue Komödien, wenn ich lachen möchte, und Dramen, wenn ich tiefgehend nachdenken will. Live-Theater handelt oft mehr von Drama und Emotionen. Die Geschichten sind manchmal einfach, aber die Aufführungen sind sehr stark. Ja, ich denke, die Stärke von Live-Theater liegt in der Aufführung. Die Schauspieler geben ihr Bestes und du kannst ihre Leidenschaft spüren. Ich habe eine Frage an dich, Alice. Was magst du am meisten am Kinoerlebnis? Ich mag die Atmosphäre im Kino. Es ist dunkel und ruhig und man kann sich auf den Film konzentrieren. Ich genieße auch die große Leinwand und das Soundsystem. Es lässt den Film realistisch wirken. Ich empfinde das genauso. Die Atmosphäre ist sehr wichtig. Ich komme auch gerne etwas früher, damit ich einen guten Platz wählen und mich entspannen kann, bevor der Film beginnt. Das ist eine gute Idee. Ich versuche immer, in der Mitte des Kinos zu sitzen. Der Blick ist dort am besten. Ja, in der Mitte zu sitzen, gibt dir das beste Erlebnis. Ich habe auch gerne Popcorn und ein Getränk. Das macht den Film noch genussvoller. Ich liebe Popcorn. Es ist mein Lieblingssnack im Kino. Manchmal probiere ich sogar die verschiedenen Geschmäcker, die sie anbieten. Das macht Spaß. Ich bleibe normalerweise beim klassischen Butter Popcorn, aber manchmal möchte ich die verschiedenen Geschmäcker probieren.
Also Ben, wenn du zu einer Live-Theateraufführung gehst, was gefällt dir an diesem Erlebnis? Ich genieße wirklich die Atmosphäre des Live-Theaters. Es ist anders als im Kino. Das Theater ist oft kleiner und du kannst die Energie des Publikums spüren. Ich mag auch, dass die Schauspieler direkt auf der Bühne sind. Das macht die Aufführung sehr persönlich. Da stimme ich zu. Die Intimität eines kleinen Theaters ist sehr besonders. Ich mag auch die Live-Musik und die Tatsache, dass jede Aufführung einzigartig ist. Ja, jede Live-Show ist anders. Selbst wenn du dasselbe Stück noch einmal siehst, wird die Aufführung frisch wirken, weil die Schauspieler ihre eigene Interpretation einbringen. Das ist eine der besten Eigenschaften des Live-Theaters. Du weißt nie genau, was passieren wird, und das macht es spannend. Ich liebe auch die Kostüme und das Bühnenbild im Live-Theater. Sie sind oft sehr kreativ und tragen zur Geschichte bei. Da stimme ich zu. Die visuellen Elemente im Live-Theater sind sehr wichtig. Sie helfen, die Stimmung und Atmosphäre des Stücks zu schaffen. Also Alice, denkst du, dass Live-Theater teurer ist, als ins Kino zu gehen? Ich habe festgestellt, dass Tickets für Live-Theater oft teurer sein können als Kinokarten. Manchmal hängt der Preis von den Sitzplätzen und der Beliebtheit der Aufführung ab. Ja, das ist wahr. Ich habe gesehen, dass einige Live-Aufführungen ziemlich teuer sind, besonders für gute Plätze. Ich denke jedoch, dass das Erlebnis es wert ist. Da stimme ich zu. Selbst wenn es teurer ist, macht das einzigartige Erlebnis des Live-Theaters es besonders. Manchmal spare ich Geld, indem ich eine Nachmittagsvorstellung besuche, die günstiger ist als eine Abendaufführung. Das ist eine gute Idee. Ich versuche auch, wenn ich kann, zu Nachmittagsvorstellungen zu gehen. Für Filme suche ich oft nach Rabattaktionen im Kino. Ja, viele Kinos haben an Wochentagen Rabattaktionen. Das ist eine gute Möglichkeit, einen Film zu sehen, ohne zu viel Geld auszugeben. Ich denke, sowohl Live-Theater als auch Filme bieten großartige Unterhaltung, aber sie sind unterschiedliche Erlebnisse. Live-Theater dreht sich mehr um die Aufführung und die Emotionen, während Filme oft mehr um die visuellen Eindrücke und die Geschichte gehen. Da stimme ich zu. Sie haben beide ihren eigenen Charme und ich genieße sie aus unterschiedlichen Gründen. Also, Alice, was denkst du, was wir für unseren Wochenendplan wählen werden? Einen Film oder eine Live-Theateraufführung? Ich bin mir noch nicht sicher. Die Idee einer Live-Aufführung gefällt mir, weil sie interaktiver und emotionaler ist. Aber ich liebe auch die Aufregung eines neuen Films. Ich verstehe, ich fühle mich genauso. Vielleicht können wir den Spielplan für beides überprüfen und sehen, was verfügbar ist. Das ist ein guter Plan. Ich kann die Filmzeiten nachsehen und du kannst den Spielplan für das Live-Theater überprüfen. Ja, lass uns das machen. Ich denke, es ist wichtig, eine Aktivität zu wählen, die uns beiden Spaß macht. Egal, was wir wählen, ich bin mir sicher, dass wir eine tolle Zeit haben werden. Ich stimme zu. Ob es ein Film oder eine Live-Theateraufführung ist, das Wichtigste ist, sich zu entspannen und das Erlebnis zu genießen. Ich freue mich auf unsere Wochenendpläne. Es wird Spaß machen, Zeit miteinander zu verbringen, egal was wir wählen. Ich auch, Ben. Ich bin gespannt, welche Aufführungen und Filme verfügbar sind. Lass uns morgen wieder treffen, um die Details zu planen. Das klingt nach einer guten Idee, Alice. Ich werde die Filmzeiten überprüfen und du kannst die Live-Theateraufführungen nachsehen. Wir können unsere Notizen vergleichen und gemeinsam entscheiden. Super. Ich sehe dich morgen zur gleichen Zeit. Ja, bis morgen, Alice. Hab einen schönen Tag. Du auch, Ben.
Auf Wiedersehen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.